Im März 2011 machten sich 2 Studenten auf den Weg zum Colca Canyon, einem der gefährlichsten und unberechenbarsten Orte Perus. Sie beschlossen, die Route ohne Führer zu bewältigen und sich nur auf ihre eigenen Kräfte zu verlassen. Doch schon bald wurde diese Reise zum Beginn einer Geschichte, die eine Welle von Verdächtigungen, Vermutungen und unerklärlichen Details auslöste. Was geschah in den Tiefen der Schlucht? Das bleibt bis heute ein Rätsel. Die Aussagen stimmten nicht überein, die Beweise verschwanden und die Antworten auf die wichtigsten Fragen blieben aus. Alles deutet darauf hin, dass in diesen Bergen etwas viel Düstereres passiert ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Der Colca Canyon im Süden Perus ist ein Ort, an dem die Schönheit der Natur an absolute Unerbittlichkeit grenzt. Er liegt im Department Arequipa und gilt mit einer maximalen Tiefe von über 4000 Metern als der tiefste Canyon der Welt. Die raue Landschaft, die dünne Luft, die starken Temperaturschwankungen und die unvorhersehbaren Wetterbedingungen machen diese Region nicht nur attraktiv für Touristen, sondern auch gefährlich für unvorbereitete Reisende. Colca zieht jedes Jahr sowohl einheimische als auch ausländische Touristen an, die sich selbst auf die Probe stellen wollen. Gleichzeitig hat er jedoch seit langem einen schlechten Ruf. In dieser Gegend wurden wiederholt tragische Vorfälle, Fälle von Verschwinden von Menschen und tödliche Unfälle registriert. Die Einheimischen, die an seine Launen gewöhnt sind, bezeichnen Colca oft als einen Ort, an dem die Natur die Regeln diktiert. Am 30. März 2011 begab sich das junge Paar Ciro Castillo Rojo und Rosario Ponce Lopez in diese Schlucht. Sie waren Studenten und seit wenigen Monaten in einer Beziehung. Trotz ihrer geringen Erfahrung mit solchen Routen beschlossen sie, eine eigenständige Reise durch die Schlucht zu unternehmen, ohne einen Führer oder eine organisierte Reisegruppe. Ihr Ziel war die Festung Chimpa, eine archäologische Stätte auf einem Hügel, von dem aus man einen Blick auf die Schlucht hat. Der Weg dorthin führte durch die Ortschaften Chivay und Madrigal, wo sie ihre Vorräte an Lebensmitteln und Wasser auffüllten, und dann ging es mit Rucksäcken und dem Orientierungspunkt des Wanderwegs, den auch andere Touristen in dieser Gegend nutzen, tief in den Canyon hinein. Die von ihnen gewählte Wanderroute war relativ bekannt und wurde regelmäßig genutzt. Der Weg war gut erkennbar und erforderte im Allgemeinen keine besondere Vorbereitung. Der größte Fehler des Paares bestand jedoch darin, dass sie die Unbeständigkeit des Geländes sowie die Schwierigkeit der Orientierung in der Höhe unterschätzten. Ciro hatte einige Grundkenntnisse im Überlebenstraining, aber das konnte den Mangel an umfassender Unterstützung in den Höhenlagen nicht ausgleichen. Sie hatten keine Navigationsgeräte, keine Satellitenverbindung und keinen Notfunkbalken. Das war ein Risiko, das sie freiwillig eingegangen sind. Zunächst deutete nichts auf eine Katastrophe hin. In den ersten Tagen hatten sie Wasser, Essen, warme Kleidung und ein klares Ziel. Den letzten Fotos und Zeugenaussagen zufolge wirkten sie ruhig und zuversichtlich. Hinter diesem unbeschwerten Bild verbarg sich jedoch das völlige Fehlen eines Plans für den Notfall. In einem Gebiet mit einer so komplexen Geografie kann ein Fehler bei der Routenwahl lebensgefährlich sein. Unvorhersehbare Wetterbedingungen, viele felsige Abschnitte und die Gefahr, wilden Tieren zu begegnen, all dies wurde nicht vollständig berücksichtigt. Später wird deutlich werden, wie unzureichend ihre Vorbereitung war. Sie teilten ihren Angehörigen die genauen Koordinaten ihrer Route nicht mit und legten keinen klaren Plan fest, wie sie Kontakt aufnehmen wollten. Alles, was sie hatten, waren einfache Kommunikationsmittel, begrenzte Ressourcen und die persönliche Überzeugung, dass sie es schaffen würden. Diese Selbsttäuschung wurde ihnen zum Verhängnis. Vor diesem Hintergrund entfaltet sich eine Geschichte, die das ganze Land erschüttern und einen Sturm öffentlicher Aufmerksamkeit auslösen wird. Ein einfacher Ausflug an einen malerischen Ort wird zu einem Verschwinden, zu Gerüchten, widersprüchlichen Versionen, einem Strafverfahren und einer tiefen Vertrauenskrise zwischen dem Zeugen und der Gesellschaft. Aber in dem Moment, als Ciro und Rosario nach Colca hinabstiegen, wusste noch niemand, nicht einmal sie selbst, dass nur einer von ihnen zurückkehren würde. Ciro Castillo Rojo wurde am 16. Mai 1984 in Lima, der Hauptstadt Perus, geboren. Seine Familie lebte in Peru. Sein Vater war ein angesehener Arzt namens Ciro Castillo, seine Mutter Rosario García Caballero. Über Ciros frühe Jahre ist wenig bekannt, aber eines war klar: Er liebte die Natur und sehnte sich nach Abenteuern. Genau diese Leidenschaft bestimmte seine Berufswahl. Er schrieb sich an der Universität für Agrarwissenschaften in Lima im Fachbereich Forstwirtschaft ein.
Dort, innerhalb der Mauern der Universität, lernte er Rosario Ponce Lopez kennen. Rosario wurde am 6. Oktober 1986 geboren und stammte ebenfalls aus Lima. Sie war die Tochter von Eduardo Ponce und Maria del Carmen Lopez. Als sie Ciro kennenlernte, hatte sie bereits schwierige Erfahrungen gemacht. Im Alter von 17 Jahren wurde sie von einem jungen Mann namens Abbas schwanger. Später, trotz ihrer Trennung, blieben sie in Kontakt. Über das Kind gibt es keine Informationen. Ob es überhaupt geboren wurde, blieb unklar. Zu Beginn ihrer Beziehung hatte Ciro sich gerade von einer Frau namens Isabel getrennt. Diese beschrieb ihn später als fürsorglich, freundlich und sehr aufmerksam. Ihre Romanze mit Rosario entwickelte sich schnell. Das Paar begann Ende 2010 sich zu treffen und nach nur 4 Monaten beschlossen sie, gemeinsam eine Reise nach Südperu zu unternehmen. Sie befanden sich in der letzten Phase ihres Studiums und gönnten sich eine Auszeit. Zuerst besuchten sie Cusco, dann Puno und Ende März machten sie sich auf den Weg zum Colca Canyon. Ciro war begeistert von der Idee, zu den alten Ruinen aufzusteigen. Rosario unterstützte ihn dabei. Der letzte Punkt vor Beginn der Wanderung war das Dorf Madrigal. Von dort aus bereiteten sie sich auf den Aufstieg zur Festung Chimpa vor. Der Weg nach Chimpa war gut begehbar. Der Pfad war markiert, wurde von anderen Touristen rege genutzt und unter normalen Umständen war das Risiko, sich zu verlaufen, minimal. Aus unbekannten Gründen verließen Ciro und Rosario jedoch den Hauptweg und bogen ab, um einen alternativen Weg zu nehmen. Diese Entscheidung veränderte alles. In der Folge führte gerade diese Routenänderung dazu, dass sie sich in einem unbekannten Teil des Canyons wiederfanden, aus dem sie sich nicht mehr selbst befreien konnten. Am 4. April 2011, als sich das Paar irgendwo in der Nähe von Colca befand, wurden sie von 2 Bergleuten entdeckt. Die Männer arbeiteten in dieser Gegend und sahen Ciro und Rosario, als diese vorbeikamen. Die Bergleute gaben später an, dass das Paar normal aussah und keine Anzeichen von Stress oder Panik zeigte. Darüber hinaus unterhielt sich Ciro mit ihnen und erzählte ihnen, wohin sie unterwegs waren. Diese Aussagen waren die letzten bestätigten Hinweise darauf, dass Ciro und Rosario zusammen und wohlauf waren. Doch bald änderte sich alles. Die letzten verlässlichen Informationen über Ciro Castillo Rojo stammen vom 4. April. An diesem Tag sprachen er und Rosario Ponce mit Efraín Matos, einem Freund von Rosario. Sie teilten mit, dass sie vom Weg abgekommen seien und ihren Standort nicht bestimmen könnten. Ciro war damals in der Nähe von Rosario und telefonierte selbst, aber schon am nächsten Tag änderte sich die Situation. In weiteren Nachrichten erwähnte Rosario Ciro nicht mehr. Jetzt schrieb sie Efraín in der ersten Person und gab nur ihren Standort an. Ich habe mich verlaufen. Helft mir. Ihrer Version zufolge beschlossen sie und Ciro am Abend des 4. April sich zu trennen. Sie fühlte sich erschöpft und konnte nicht mehr weitergehen. Ciro beschloss laut ihren Angaben, Hilfe in der nächstgelegenen Siedlung zu suchen, die von der Höhe aus zu sehen war. Sie blieb an einem relativ sicheren Ort zurück, um auf ihn zu warten. Von diesem Moment an sah sie ihn nicht mehr. Rosario erzählte, dass es schon wenige Stunden nach seiner Abreise kalt wurde. Die Nacht brach herein. Sie versteckte sich zwischen den Felsen, um die Dunkelheit abzuwarten. Am Morgen kehrte Ciro nicht zurück. Ohne Essen, ohne klare Orientierungspunkte und ohne Verbindung verbrachte sie mehrere Tage allein. Um nicht zu verhungern, aß sie nach eigenen Angaben Gras, Rinde und kleine Insekten und trank Wasser aus Bächen. Die größte Herausforderung war jedoch nicht die körperliche, sondern die psychische Belastung, die Angst vor wilden Tieren, insbesondere vor Pumas, die in dieser Region leben, und die völlige Einsamkeit. Am 6. April, noch bevor das Verschwinden offiziell gemeldet wurde, schlossen sich 3 Rettungsgruppen der Suche an. Insgesamt waren 14 Spezialisten im Einsatz, zu ihnen gesellten sich Anwohner. Alle hofften, das Paar lebend zu finden, vielleicht versteckt in einer Höhle oder zwischen Felsen. Allerdings wurden im Suchgebiet weder Signale noch Spuren oder Stimmen gefunden. Die Suche dauerte fast 2 Wochen. Erst am 13. April gelang es den Rettungskräften, Rosario Ponce in einer Hochgebirgsregion unweit des Ortes zu finden, der später Sierra Fortalezas genannt werden sollte. Sie war extrem erschöpft. Vor Ort wurde ihr Erste Hilfe geleistet. Anschließend wurde sie in eine Klinik des Roten Kreuzes gebracht und dann in ein privates Krankenhaus in Lima verlegt. Die Ärzte stellten einen starken Flüssigkeitsmangel, Gewichtsverlust, Augenverletzungen durch Sonne und Wind sowie allgemeine körperliche Erschöpfung fest.
Es gab jedoch keine Verletzungen, die auf einen Kampf oder äußere Einwirkungen hindeuteten. Ihr Zustand erlaubte es ihr zu sprechen, und sie gab sofort ihre erste Aussage ab. Sie behauptete, dass Ciro Hilfe holen gegangen sei und sie so lange wie möglich an Ort und Stelle auf ihn gewartet habe. Ihre Rettung war die Nachricht des Tages in Peru, aber die Tatsache, dass Ciro nicht gefunden wurde und dass die ganze Geschichte nun nur auf ihren Aussagen beruhte, weckte in der Öffentlichkeit ernsthafte Zweifel. Rosarios Verhalten kam vielen seltsam vor. Sie zeigte keine Anzeichen von Schock, weinte nicht vor der Kamera und antwortete selbstbewusst. Die Medien und die Öffentlichkeit nahmen ihre Zurückhaltung und das Fehlen einer emotionalen Reaktion zur Kenntnis. Einige hielten ihr Verhalten für unnatürlich. Ciros Eltern, insbesondere seine Mutter, konnten nicht glauben, dass ihr Sohn einfach verschwunden sein könnte. Sie hofften, dass Rosario, als die Person, die ihn zuletzt lebend gesehen hatte, möglichst viele Informationen preisgeben würde, aber ihre Schilderung war zu allgemein und ohne konkrete Details. Darüber hinaus erzählte Rosario laut Ciros Mutter in einem Telefongespräch, das noch vor ihrer Rettung stattfand, dass sie in der Nacht in der Ferne Lichter gesehen hätten und Ciro am Morgen in diese Richtung gehen wollte. Am Morgen weigerte sie sich jedoch, ihn aus Müdigkeit zu begleiten, und er ging alleine. Diese Darstellung stimmte nicht mit den offiziellen Erklärungen überein, die Rosario nach ihrer Einweisung ins Krankenhaus abgegeben hatte. Bald tauchten weitere Unstimmigkeiten auf. Einige Details ihrer Geschichte änderten sich in verschiedenen Interviews. Zum Beispiel behauptete sie zunächst, dass Ciro am Morgen gegangen sei, dann, dass er am Abend gegangen sei. In einigen Versionen stritten sie sich, in anderen handelten sie gemeinsam. Diese Unstimmigkeiten erregten die Aufmerksamkeit der Ermittler und auch der Journalisten. Die öffentliche Meinung begann sich drastisch zu ändern. Rosario wirkte nicht mehr wie ein Opfer, das die Einsamkeit in den Bergen überlebt hatte. Immer mehr Menschen fragten sich, ob sie wirklich die Wahrheit sagte. Vor dem Hintergrund dieser Unklarheit kam Ciros Vater nach Chivay und schaltete sich persönlich in die Suche ein. Er traf sich täglich mit den Suchgruppen, die aus der Schlucht zurückkehrten, und bat sie, ihre Arbeit nicht einzustellen. Während die Polizei und die Armee das Suchgebiet ausweiteten, wurde es zur Hauptaufgabe herauszufinden, warum Rosarios Aussagen unvollständig erschienen. Sie wurde gerettet, aber das Gefühl, dass ein Geheimnis hinter ihr stand, blieb bestehen. Die Zeit verging, aber es gab keine Ergebnisse. Ciros Vater schickte einen Brief an den damaligen Präsidenten Perus, Alan Garcia. In dem Brief bat er um die Intervention der Behörden und die Ausweitung der Suchaktion. Diese Bitte zeigte Wirkung. Das Militär schaltete sich ein. Die Armee stellte Technik, Hubschrauber und Spezialisten für Hochgebirgsoperationen zur Verfügung. Außerdem schalteten sich Einheiten der Nationalpolizei ein, darunter Ermittler für Mord- und Entführungsfälle. Die Zahl der an der Rettungsaktion beteiligten Rettungskräfte stieg. Bald waren 16 Brigaden mit etwa 50 Personen im Colca Canyon im Einsatz. Das Suchgebiet wurde erweitert, aber die von Rosario angegebenen Koordinaten führten zu keinem Ergebnis. In seiner Verzweiflung, wenigstens einen Anhaltspunkt zu finden, setzte Ciros Vater eine Belohnung für denjenigen aus, der Informationen über den Aufenthaltsort seines Sohnes liefern würde. Die angegebene Telefonnummer war bald überlastet. Es gingen Hunderte von Anrufen ein, aber keiner enthielt verlässliche Informationen. Die Polizei verzeichnete Fälle von falschen Angaben und Manipulationsversuchen. Viele Meldungen konnten vor Ort nicht bestätigt werden. Trotzdem gab der Vater seine Bemühungen nicht auf. Er beteiligte sich an der Erstellung eines neuen Routenplans. Er nahm an Verhandlungen mit den Behörden teil und erreichte, dass eine Eliteeinheit der Polizei, die für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgebildet ist, in die Gruppe aufgenommen wurde. Diese Spezialisten begannen, die unzugänglichsten Bereiche des Canyons zu untersuchen, darunter auch Gebiete, in denen zuvor nicht gesucht worden war. Sie untersuchten Höhlen, Felsabfälle, Gletscher und fast senkrechte Hänge. Ein Monat verging, dann 2, aber weder Kleidung noch Gegenstände oder Anzeichen für Ciro wurden gefunden. Keine der Hypothesen bestätigte sich. Die Suche wurde zur längsten in der Geschichte der zivilen Rettungsaktionen des Landes. Allmählich ließ das Interesse der Medien nach, aber Ciros Vater gab nicht auf. Sein Sohn musste gefunden werden. Egal ob lebendig oder tot, aber gefunden. Während dieser Zeit kritisierte er wiederholt die Passivität von Rosario, insbesondere als sie sich weigerte, nach Colca zurückzukehren, um an den Ermittlungen teilzunehmen. Der offizielle Grund war psychische Erschöpfung.
Aber für die Familie Castillo sah es wie eine Ausflucht aus. Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen kam die Idee auf, eine offizielle Anklage gegen Rosario als letzte Person, die Ciro gesehen hatte, zu erheben. Aber all dies geschah parallel dazu, dass Ciros Vater weiterhin jeden Morgen aufstand und darauf wartete, dass heute jemand von den Rettungskräften sagen würde: Wir haben ihn gefunden. In der Zwischenzeit erhielt die Ermittlungsbehörde ein Video, das während der Suche nach Ciro aufgenommen worden war. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie Rosario an einem großen Straßenfest teilnimmt. Sie wirkt ruhig, lächelt, ist schön gekleidet und zeigt keine Anzeichen von Krankheit oder Schwäche. Das Video wurde an dem Tag aufgenommen, an dem ihr Anwalt ihre Arbeitsunfähigkeit geltend machte. Dies löste eine heftige Reaktion in der Öffentlichkeit aus. Ihr Image als junge Frau, die eine Tragödie erlebt hatte, begann zu bröckeln. Immer mehr Menschen sahen in ihr eine Person, die wichtige Details verschleierte. Vor diesem Hintergrund verstärkte die Staatsanwaltschaft den Druck. Unter diesem Druck willigte Rosario ein, den Tathergang nachzustellen, jedoch unter der Bedingung, dass ihre Eltern dabei anwesend sein würden. Am ersten Tag erklärten die Eltern, dass sie aufgrund von Erschöpfung nicht weitermachen könnten, und die Veranstaltung wurde verschoben. Erst beim zweiten Versuch Ende August legte Rosario einen Teil des Weges zusammen mit Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft zurück. Es wurden jedoch keine neuen Spuren oder Hinweise gefunden. Ihr Verhalten während der Rekonstruktion war zurückhaltend und emotionslos, was erneut zu gemischten Reaktionen führte. Zusätzliches Misstrauen wurde durch neue Aussagen ihrer Mutter ausgelöst. Sie vermutete, dass Ciro bewusst gegangen sein könnte und Rosario in den Bergen zurückgelassen habe. Diese Version, die für viele absurd erschien, wurde vor dem Hintergrund der immer geringer werdenden Aussicht, Ciro lebend zu finden, geäußert. Trotz der Widersprüche hatte die Staatsanwaltschaft keine direkten Beweise für Rosarios Schuld, aber zu diesem Zeitpunkt wurde sie von der Öffentlichkeit nicht mehr als Opfer wahrgenommen. Im Laufe der Ermittlungen wurde Rosarios Kamera zu einem Schlüsselelement. Ihre Existenz wurde unmittelbar nach ihrer Rettung bekannt, aber die Kamera selbst wurde erst mit einer Verzögerung von fast einem Monat an die Ermittlungsbehörden übergeben. Während dieser Zeit arbeitete keiner der unabhängigen Experten mit dem Gerät. Erst nach öffentlichem Druck übergaben Rosarios Anwälte die Kamera an die Staatsanwaltschaft. Diese Tatsache warf viele Fragen auf. Warum wurde ein Gegenstand, der möglicherweise wichtige Beweise enthielt, nicht sofort übergeben? Nach Erhalt des Geräts begannen Spezialisten der Abteilung für Hightech-Kriminalität mit der Analyse des Inhalts. Einige Details fielen sofort ins Auge. Nach Angaben der Ermittler war die Struktur der gespeicherten Dateien beschädigt. 9 Fotos wurden aus der Gesamtchronologie gelöscht. Rosario bestritt in ihrer Aussage, dass sie Fotos bearbeitet oder gelöscht habe. Die Experten kamen jedoch zu dem Schluss, dass die Löschungen gezielt und nicht zufällig erfolgt waren. Die gelöschten Bilder konnten nicht vollständig wiederhergestellt werden. Anhand der Dateinummern und Zeitstempel war jedoch ersichtlich, dass die gelöschten Fotos genau während der Reise durch Colca aufgenommen worden waren. Dies stimmte mit dem Zeitpunkt überein, zu dem Ciro und Rosario sich in einem schwer zugänglichen Teil der Route befanden. Es gab Vermutungen, dass diese Fotos Umstände zeigen könnten, die im Widerspruch zu Rosarios Aussagen standen. Ein weiterer beunruhigender Punkt: Auf einigen der verbliebenen Fotos sind laut Experten Spuren einer dritten Person zu erkennen. Der Aufnahmewinkel, die Schatten und die Position der Kamera deuteten darauf hin, dass nicht alle Bilder von den beiden selbst aufgenommen worden sein konnten. Dies löste eine neue Welle von Diskussionen aus. Die Ermittler begannen, die Möglichkeit zu prüfen, dass von Anfang an eine weitere Person an der Wanderung teilgenommen hatte. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich erneut auf Rosarios Vergangenheit. Vor Beginn ihrer Beziehung mit Ciro war sie mit Víctor Carlos Cabrera Córdoba, dem Sohn ihres späteren Anwalts, zusammen. 2 Jahre nach Abschluss des Falls heiratete sie ihn. Im Jahr 2011 gab diese Tatsache jedoch Anlass zu Verdächtigungen. In einigen Veröffentlichungen wurde die Hypothese aufgestellt, dass Víctor Rosario auf ihrer Reise begleitet haben könnte. Später wurde seine mögliche Beteiligung jedoch nicht mehr erwähnt. Befürworter dieser Theorie wiesen auf Unstimmigkeiten in den Fotos und die gelöschten Aufnahmen als mögliche Hinweise auf die Einmischung einer dritten Person hin. Es wurden keine direkten Beweise für diese Version gefunden. Kein Zeuge bestätigte die Anwesenheit von Víctor oder einer anderen Person in der Gruppe. Die Ermittler konnten jedoch nicht erklären, wer genau die dritte Person auf den Fotos gewesen sein könnte,
und aus welchem Grund die Aufnahmen gelöscht wurden. Rosario behauptete, sie habe die Kamera nach ihrer Rückkehr nicht angerührt, doch die technischen Analysen zeigten etwas anderes. Offiziell blieb diese Version eine Vermutung, aber in der öffentlichen Wahrnehmung gewann sie zunehmend an Gewicht. Die Menschen begannen nicht nur an Rosarios Ehrlichkeit zu zweifeln, sondern auch daran, ob sie wirklich allein gewesen war, als sich alles ereignete. Die Kamera, die ihre Worte hätte bestätigen können, wurde zu einer Quelle neuer Zweifel. Die Frage nach der dritten Person blieb unbeantwortet. Am 16. Oktober 2011, mehr als 6 Monate nach dem Verschwinden in der Nähe des Berges Bomboya, fand ein Rettungsteam die Leiche von Ciro Castillo Rojo. Sie befand sich auf einem Felsvorsprung in einem Gebiet, das als Las Machilos-Kaskade bekannt ist, ein schwer zugänglicher Teil des Canyons, unweit des Ortes, an dem Rosario zuvor gefunden worden war. Die Entfernung zwischen dem vermuteten Punkt ihrer Trennung und dem Fundort der Leiche betrug mehrere 100 Meter in vertikaler Richtung. Das Gebiet war zuvor wegen des schwierigen Geländes nur teilweise durchsucht worden. Die Leiche lag in Embryonalstellung. Ciro war barfuß, an den Füßen trug er nur Socken, die charakteristische Beschädigungen aufwiesen. In der Nähe des Körpers wurden persönliche Gegenstände gefunden. Ein Feuerzeug, eine Kopfbedeckung, ein Schal und Kleidungsstücke, die über den Hang verstreut waren. Auf einem der Felsen war ein leuchtend roter Stoff zu sehen, vermutlich ein Teil seiner Jacke. Genau diese Farbe half den Rettungskräften, den Fundort aus großer Entfernung zu erkennen. Das Bergen der Leiche dauerte mehr als 2 Stunden. Nach der Bergung wurde sie zur gerichtsmedizinischen Untersuchung in die Stadt gebracht. Dem Bericht zufolge trat der Tod infolge mehrfacher Verletzungen ein, die durch den Sturz aus großer Höhe verursacht wurden. Es wurden Brüche des Schädels, des Schlüsselbeins, des rechten Arms und der Rippen festgestellt. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass die Verletzungen nicht sofort tödlich waren. Ciro lebte nach dem Sturz noch etwa 8 Stunden, bevor er an inneren Verletzungen und Unterkühlung starb. Besondere Aufmerksamkeit galt der Frage, ob der Sturz durch äußere Einwirkung verursacht worden sein könnte. Die Autopsie ergab keine Spuren von Schlägen mit stumpfen Gegenständen, keine Wunden durch Waffen und keine Hinweise auf einen Kampf oder ein Festhalten. Die Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass der Sturz nicht durch gewaltsame Einwirkung Dritter verursacht worden war. Diese offizielle Schlussfolgerung löste gemischte Reaktionen aus. Die Ermittler analysierten zusätzlich den Zustand der Socken. Im Bericht wurde angegeben, dass die Löcher klein waren und sich im Bereich der Sohle befanden, was eher auf eine Beschädigung beim Sturz als auf langes Gehen ohne Schuhe in felsigem Gelände hinwies. Die Experten stellten außerdem fest, dass die Art der Verletzungen bei einem freien Fall von einer Klippe anders gewesen wäre, mit mehreren inneren Rissen und einer anderen Verteilung der Brüche. Dennoch blieben für die Ermittler viele Fragen offen. Warum war er ohne Schuhe? Warum befand sich seine Leiche genau an dieser Stelle, nicht weit von dem Ort entfernt, an dem Rosario gefunden worden war, und doch blieb sie monatelang unentdeckt? Wie war es möglich, dass der Körper trotz der zahlreichen Suchaktionen in diesem Gebiet über einen so langen Zeitraum nicht entdeckt wurde? Zudem schloss das Fehlen von Spuren von Gewalt andere Möglichkeiten nicht automatisch aus. Die Leiche konnte sich durch einen Sturz aus großer Höhe verschoben haben, was Spuren verwischt haben könnte. Das Gutachten der Experten lieferte keine eindeutige Antwort. Als formale Todesursache wurde ein Unfall anerkannt, ein selbstständiger Sturz infolge von Orientierungslosigkeit oder der Versuch, auf der Suche nach einem Ausgang hinabzusteigen. Für die Familie von Ciro und einen großen Teil der Öffentlichkeit beseitigte diese Erklärung jedoch nicht alle Zweifel. Für sie blieb entscheidend, dass Ciro allein ums Leben gekommen war, während die einzige Person, die Aufschluss über die Umstände geben konnte, Rosario war, deren Aussagen mit der Zeit immer widersprüchlicher wurden. Nach der Entdeckung der Leiche von Ciro Castillo Rojo erhielt die Ermittlungsbehörde einen entscheidenden Beweis. Doch dieser Fund führte nicht zu einer schnellen Aufklärung. Stattdessen begann eine neue Phase juristischer Verfahren. Die Staatsanwaltschaft nahm die Analyse aller Beweismittel, Aussagen, Gutachten und digitalen Daten erneut auf. Es stellte sich die zentrale Frage, sollte ein Verfahren wegen Mordes eingeleitet oder die Ermittlungen mangels Tatbestandsmerkmale eingestellt werden? Im Oktober 2011 wurde Rosario Ponce erneut zur Vernehmung vorgeladen. Man erwartete, dass sie nach der Bestätigung von Ciros Tod ihre Aussagen ändern oder ergänzen würde,
Doch Rosario wiederholte ihre bisherige Version, Ciro sei weggegangen, um Hilfe zu holen, während sie zurückgeblieben und auf ihn gewartet habe. Sie betonte erneut, dass alles, was geschehen war, ein Unfall gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt kündigte die Staatsanwaltschaft an, weitere Gutachten einzuholen und neue Zeugen zu befragen. Im Dezember beantragte die Ermittlungsgruppe eine Verlängerung der Frist um 120 Tage, um medizinische und digitale Beweise, darunter Kameraaufnahmen, Zeugenaussagen und Berichte über die Suchaktionen, detailliert zu analysieren. Offiziell blieb die Unfallversion die vorherrschende, doch in den internen Berichten tauchten Formulierungen auf, die eine gewaltsame Einwirkung zumindest als Möglichkeit offen ließen. Vor dem Hintergrund dieses unklaren Prozesses gab Rosario einem Fernsehsender ein Interview, in dem sie erneut zu den Ereignissen Stellung nahm. Im Bild wirkte sie angespannt, ihr Lächeln war zurückhaltend. Auf die Frage nach dem Ermittlungsstand antwortete sie: „Er ist einfach gestürzt. Es war ein Unfall. Das ist schrecklich, aber so war es." Diese Worte lösten eine heftige Reaktion beim Publikum aus. Die Menschen kritisierten nicht nur den Inhalt ihrer Aussage, sondern auch ihren Gesichtsausdruck. Anfang 2012 legte Rosarios Verteidigung Berufung ein, um die strafrechtliche Untersuchung einstellen zu lassen. Als Begründung wurde das Fehlen von Beweisen für ihre Beteiligung angeführt. Die Staatsanwaltschaft wiederum forderte zusätzliche Unterlagen von der Polizei an. Parallel dazu kam es zu Informationslecks. In den Medien tauchte ein Audioausschnitt eines Verhörs auf, in dem Äußerungen zu hören waren, die als Druck seitens des Ermittlers interpretiert wurden. Dies führte zu einer internen Überprüfung der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft. Unterdessen forderten Ciros Eltern weiterhin die Fortsetzung der Ermittlungen. Der Vater warf der Staatsanwaltschaft öffentlich Untätigkeit vor und erklärte, dass mehr als 200 Beweise, darunter auch indirekte, ignoriert worden seien. Er betonte, dass Rosario die einzige Person gewesen sei, die zum Zeitpunkt des Verschwindens mit seinem Sohn zusammen war und dass ihre Aussagen widersprüchlich blieben. Seiner Meinung nach durfte der Fall nicht abgeschlossen werden, ohne eine vollständige Rekonstruktion der Ereignisse und eine direkte Gegenüberstellung zwischen ihr und den Ermittlern durchzuführen. Trotz des zunehmenden Drucks verkündete die Staatsanwaltschaft im September 2013 ihre endgültige Entscheidung. Das zweite Berufungsgericht beschloss, die Ermittlungen im Fall des möglichen Mordes einzustellen. Begründung: Es gebe keine ausreichenden Beweise, die eine Anklage rechtfertigen würden. Diese Entscheidung bedeutete das offizielle Ende des Verfahrens. Ciros Eltern empfanden dies als persönliche Tragödie. Nach Ansicht des Vaters war die Einstellung des Verfahrens ein Akt juristischer Gleichgültigkeit und institutioneller Schwäche. Er warf den Ermittlungsbehörden vor, schwerwiegende Fehler begangen und wertvolle Zeit verloren zu haben. Rechtsanwalt von Rosario erklärte seinerseits, dass seine Mandantin von Anfang an Opfer von öffentlichem Druck und Verfolgung gewesen sei und alle Anschuldigungen auf Spekulationen und unbegründeten Annahmen beruhten. So endete eine der aufsehenerregendsten und umstrittensten Ermittlungen in Peru, ohne Angeklagte, ohne Prozess, mit Fragen, auf die niemand eine Antwort gab. Nach der offiziellen Einstellung des Verfahrens im September 2013 geriet die Geschichte des Verschwindens und Todes von Ciro Castillo Rojo nicht in Vergessenheit. Trotz der Einstellung der Ermittlungen zirkulierten weiterhin zahlreiche widersprüchliche Versionen und Gerüchte. Die Hauptfigur, die sowohl Interesse als auch Kritik hervorrief, blieb Rosario Ponce. 2 Jahre nach dem Abschluss des Strafverfahrens im September 2015 erschienen in der Presse Fotos von ihrer heimlichen Hochzeit. Rosario heiratete Victor Carlos Cabrera Córdoba, den Sohn ihres Anwalts. Die Zeremonie fand im engen Familienkreis statt. Später wurde bekannt, dass Rosario ein Kind erwartete. Diese Nachricht löste eine neue Welle von Diskussionen aus, besonders unter denen, die glaubten, dass Victor auf irgendeine Weise mit den Ereignissen in Colca verbunden war. Die Erinnerung daran, dass er und Rosario bereits vor ihrer Bekanntschaft mit Ciro eine Beziehung gehabt hatten, schürte die alten Verdächtigungen erneut. Das Bild von Rosario in der Öffentlichkeit blieb gespalten und widersprüchlich. Einerseits waren die Beweise gegen sie nicht ausreichend, andererseits warfen ihr Verhalten, die verspätete Übergabe der Kamera, die gelöschten Fotos und die Verweigerung der Zusammenarbeit in entscheidenden Phasen der Ermittlungen viele Fragen auf. Ihr Interview mit dem angespannten Lächeln
und die Teilnahme an öffentlichen Festen während ihrer angeblichen Depression untergruben zusätzlich das Vertrauen in ihre Aussagen. Rechtlich war der Fall abgeschlossen, doch für Cirus Angehörige und einen Großteil der Öffentlichkeit blieb er unvollendet und schmerzhaft offen. Viele hatten das Gefühl, dass die Wahrheit zwischen den Zeilen der Protokolle verborgen blieb, und niemand erhielt jemals echte Antworten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.